Morgens ist die kurvenreiche Straße entlang des Berghangs in der Nähe des Canaima-Reservats in Venezuela im Sonnenlicht getaucht. Zwei Männer, Carlos und Matteo, fahren einen alten Pickup und transportieren Waren ins Hochland, um sie zur örtlichen Fangstation zu bringen. Die frische Luft trägt den Duft von Gras und Baumharz, das Geräusch von Zikaden und Vögeln hallt durch die üppigen grünen tropischen Wälder. Plötzlich schossen zwei kleine Schatten vom Straßenrand vor ihm hervor, was Matteo überrascht zusammenzucken und auf die Bremse treten ließ. Das Auto hielt an, die Reifen hinterließen schwarze Spuren auf dem nassen Asphalt, Hitze stieg auf und der Geruch verrottender Blätter stieg in die Luft. Carlos beugte sich durch die Glastür, blickte nach unten und war überrascht, als er zwei kleine, schmutzige Kreaturen auf sich zukommen sah. Kein Welpe und keine Wildkatze, sondern zwei Jaguarjunge, deren Fell mit staubigen schwarzen und gelben Flecken bedeckt ist. Sie zitterten, ihre Augen waren weit aufgerissen, ihr Atem ging schnell und ihre winzigen Füße rutschten auf dem nassen Bürgersteig aus. Eine der beiden Krallen klopfte leicht an die Autotür und gab ein leises, flehendes Geräusch von sich. Matteo flüsterte, sie scheinen ihre Mutter verloren zu haben. Vielleicht hatte sie einen Unfall im Wald. Die beiden sahen sich an und ihr Herz sank, als sie die verängstigten Augen der beiden jungen Wesen sahen. Carlos öffnete die Autotür, bückte sich, streckte sanft seine Hand aus und ein Leopardenjunges schmiegte sich dicht an seine Hand. Es stöhnte leise, als suchte es in der weiten Welt nach etwas Wärme und Sicherheit. Matteo wickelte die Jacke um die andere und die beiden legten sie in der Kabine auf eine trockene Decke. Sie starteten den Motor, verließen die steile Straße und brachten die beiden armen Geschöpfe zu dem kleinen Haus am Hang des El Dorado Mountain. Zu Hause angekommen, kochte Carlos Wasser und mischte die Milchnahrung, die seine Frau für die Welpen im Tierheim verwendet hatte. Die beiden Jungen waren so durstig, dass sie begeistert säugten und sich in den Armen des Menschen allmählich die Augen schlossen. Das Licht der Öllampe warf einen dunkelgoldenen Schimmer auf das kleine Gesicht und verlieh ihm einen seltsam friedlichen Ausdruck. In dieser Nacht schliefen die beiden Männer kaum und beobachteten abwechselnd, ob sie aufwachten oder weinten. Am nächsten Morgen ging die Sonne durch die Bäume auf, die Gibbons schrien und die beiden Leopardenjungen waren wach und stolperten auf der Veranda herum. Carlos nahm eine kleine Schüssel mit Wasser und ließ sie spielen, während Matteo das Huhn in kleine Stücke schnitt, um das Füttern zu üben. Sie wurden schnell enge Freunde, jagten einander durch den Hof, kratzten leicht an Matteos Schuhen und versteckten sich hinter jungen Bananensträuchern. Jeden Morgen reinigen zwei Männer die provisorischen Ställe, wechseln das Heu und wischen sie mit warmen Handtüchern ab. Die Jungen liebten es, wenn man ihnen den Hals kratzte, und jedes Mal, wenn Carlos sich hinunterbeugte, rieben sie ihre Köpfe an seiner Hand und gaben dabei ein leises Schnurren von sich. Matteo nennt sie scherzhaft Luna und Sol, zwei Namen, die Mond und Sonne bedeuten Symbole der Hoffnung. Am dritten Tag begann Luna schneller zu laufen und Sol lernte, auf den im Hof liegenden Baumstamm zu klettern. Beide waren neugierig auf alles, von den hängenden Glühbirnen über das Zwitschern der Vögel bis hin zum Strohhut, den Matteo immer trug. Aber Carlos wusste genau, dass sie nicht für immer drinnen leben konnten, denn ihre wilden Instinkte würden bald zum Vorschein kommen. Am Mittwochnachmittag saß er auf der Veranda und betrachtete die beiden Leoparden, die zusammengerollt tief und fest schliefen. Sein Herz war voller Sorge. Sie müssen zurück in die Natur, aber an einen sicheren Ort, sagte er zu Matteo, als die Dämmerung hereinbrach. Matteo nickte, öffnete dann sein Telefon und suchte nach der Nummer der nächsten Rangerstation der Canaima Wildlife Station. Am nächsten Morgen riefen sie an und erzählten die ganze Geschichte, vom Auffinden des Jungen bis zu seiner Pflege. Die Stationsleiterin Elena Torres, eine erfahrene Rangerin, hörte zu und arrangierte, dass die beiden Leoparden gebracht wurden. Der Pickup rollte wieder dieselbe Straße entlang, jetzt lagen auf dem Rücksitz zwei Jungtiere friedlich in einem Korb mit einer weichen Decke. Am Bahnhof kamen Elena und zwei andere Mitarbeiter, um sie zu begrüßen. Ihre Augen leuchteten vor Bewunderung für die Freundlichkeit der beiden Männer. Elena hob Luna vorsichtig hoch, überprüfte ihre Zähne und Nägel und nickte dann zufrieden. Sie sind sehr gesund, ihr beide habt euch gut um sie gekümmert.
Sol schmiegte sich an Carlos' Hals und weigerte sich, ihn loszulassen, woraufhin Elena ihn mit einer Stimme beruhigte, die so sanft war wie eine Waldbrise. Nachdem sie den Papierkram erledigt hatten, standen die beiden Männer schweigend da und sahen zu, wie die beiden Leoparden zur Überwachung in einen Quarantänekäfig gebracht wurden. Matteo seufzte, seine Augen brannten, und Carlos sagte einfach: „Wir haben das Richtige getan." In den folgenden Tagen kamen sie regelmäßig bei der Rangerstation vorbei und brachten frisches Fleisch, Milch und sogar ein paar kleine Spielsachen mit. Luna und Sol erkannten das Geräusch des Automotors und jedes Mal, wenn Carlos kam, rannten beide hinaus und riefen vertraute Geräusche. Elena bemerkte, dass sich ihre Stimmung jeden Tag verbesserte und sie nicht mehr so ängstlich oder schüchtern waren wie bei ihrer Ankunft. Sie begannen, Scheinjagden zu üben, auf Äste zu klettern und ihre Reflexe im halbwilden Bereich der Station zu schärfen. Carlos machte Fotos von ihnen beim Spielen und schickte sie seiner Familie und der örtlichen Gemeinde, damit sie sehen konnten. Die Geschichte der beiden geretteten Leopardenjungen verbreitete sich schnell in der gesamten Region und wurde zu einem heißen Thema in der Lokalzeitung. Die Dorfkinder nennen sie oft Kinder der venezolanischen Berge. 3 Monate später, als Luna und Sol alt genug waren, verkündete Elena, dass sie in das beaufsichtigte Waldgebiet entlassen würden. Carlos und Matteo waren an diesem Tag dort, standen am Zaun und sahen zu, wie sie sich in das tiefgrüne Waldgras stürzten. Sonnenlicht fiel schräg durch die Blätter und beleuchtete die glitzernden goldenen Flecken, als würde es einen wortlosen Abschied senden. Carlos lächelte leicht und legte seine Hand auf die Schulter seines Freundes. Seine Stimme war erstickt: „Sie gehören hierher und sie sind in Sicherheit." Matteo nickte und folgte den beiden kleinen Kreaturen mit den Augen, als sie in den Tiefen des Canaima-Waldes verschwanden. Von da an kamen sie jeden Monat bei der Rangerstation vorbei, brachten Essen, fragten nach Neuigkeiten und hörten sich Elenas Erzählungen über Lunas und Sols Fußabdrücke an. Sie sagte einmal, eine Kamerafalle habe 2 Leoparden beim Spielen in der Nähe des majestätischen Angelfalls eingefangen. Carlos lächelte strahlend und seine Augen leuchteten wie Sonnenschein durch die Wolken nach einem Regensturm. Er wusste, dass diese kurze Begegnung ihre Herzen für immer verändern würde und eine wunderschöne Geschichte für die gesamte venezolanische Bergwelt hinterlassen würde.